Überlebensversicherung. Was ist das? Die Überlebensversicherung ist unser Klimapendant zu den anderen Sozialversicherungen, wie zum Beispiel der Arbeitslosenversicherung, der Rentenversicherung etc. Auch hier übernimmt der Arbeitgeber 50% der Kosten. Das ist in Deutschland so üblich. Aus meiner Sicht sollte das auch fürs Klima und die Zukunft aus unserem Planeten gelten. Daher kompensieren wir jährlich 50% der individuellen CO2-Emissionen unserer Mitarbeitenden. Wie kam es zur Idee einer Überlebensversicherung? Die Idee für die Überlebensversicherung ist mir gekommen so im Jahre 2018, 2019. Da wurde klar, dass wir sehr wenig Zeit haben und dass die staatlichen Maßnahmen nicht ausreichen und dass die Bürger überfordert sind. Hier dachte ich, müssen Unternehmen tätig werden. Am Ende ist mir halt plötzlich klar geworden, dass wir einfach eine Verantwortung haben für das Thema aus anderen Bereichen, die wir auch schon kennen. Ja? Schon seit über 100 Jahren gibt es sozusagen so diese Sozialversicherung in Deutschland und es ist eigentlich nur eine Adaption an die moderne Zeit, jetzt auch die Überlebensversicherung einzuführen. Seit wann machen wir das? Die Überlebensversicherung gibt es schon seit 2020 und seitdem unterstützen wir jährlich ein Klimaschutzprojekt, das dann die Hälfte der Emissionen einspart, die durch die Idealus in einem Jahr entstehen. Den Beginn der Überlebensversicherung hat damals das Moor-Projekt gemacht. Damals haben wir zusammen mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern das Moor Lüttwitsch wieder vernässt, weil kaum jemand weiß tatsächlich, dass Moore die effektivsten Kohlenstoffspeicher aller Landlebensräume sind und völlig unterschätzte Klimaschützer. Mit dem Moor-Projekt haben wir dann in dem ersten Jahr sogar 100% der Emissionen der Mitarbeitenden im Rahmen unserer Überlebensversicherung kompensiert. Und das war damals nur das allererste Klimaschutzprojekt. Für jedes Jahr setzen wir jetzt ein neues Klimaschutzprojekt um, das die Emissionen der Mitarbeitenden dann zur Hälfte kompensiert. Und wie bei dem ersten Projekt, nämlich der Wiedervernässung des Moor Lüttwitsch, haben wir uns auch für das Jahr 2022 ein lokales Klimaschutzprojekt ausgesucht, bei dem wir die Böden nutzen, um CO2 zu speichern. Und zwar ist das ein Humusaufbauprojekt. Warum sollten das auch andere Unternehmen machen? Wir würden uns wünschen, dass andere Unternehmen das auch machen. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn alle das machen, haben wir 50% des CO2-Ausstoßes von Deutschland oder Europa oder whatever, wer auch immer da mitmacht, kompensiert. Ist schon mal Hammer. Der einzelne Mensch kann das gar nicht tun, weil nur durch Reduktion kann das Individuum gar nicht alles kompensieren. Ja, wir haben einfach laufende Kosten auch für den Staatsapparat, für die Krankenhäuser, whatever. Ja, das muss auch jemand übernehmen. Ja, das kann das Individuum gar nicht. Albrecht, warum ist dir als CEO dieses Projekt persönlich so wichtig? Mir ist das Projekt super wichtig. Ich will auch gerne in einer schönen Welt leben. Bei den Prognosen, die wir haben, wird es bei meiner Lebenserwartung, zumindest der statistischen, auch noch mich treffen, wenn wir nicht handeln. Aber darüber hinaus geht es um viel mehr. Ja, es geht natürlich auch darum, dass wir es für die nächsten Generationen schaffen, aber auch unsere anderen lieben Mitweltbewohner, die sollen es auch weiterhin schön haben. Ja? Und es ist ein Genuss, wenn man draußen in der Welt rumläuft und dass wir alle Arten gerade nicht nur über die Art, wie wir sonst leben, aber auch insbesondere über die Klimaerwärmung bedrohen. Da sollten wir noch mal zweimal drüber nachdenken, ob wir nicht mal ein bisschen was verändern wollen. Im Jahre 2022 wurde für die Überlebensversicherung ein Humusaufbauprojekt gefördert. Was ist das genau? Für die Überlebensversicherung 2022 haben wir ein Humusaufbauprojekt von Carbozert gefördert. Und Carbozert hat es sich zum Ziel gesetzt, mit regionalen Maßnahmen die Landwirtschaft als Lösungsweg zu nutzen, um dem Klimawandel aktiv entgegenzuwirken und CO2 aus der Luft zu entnehmen. Carbozert arbeitet da mit LandwirtInnen in Deutschland zusammen, die durch regenerative Landwirtschaft Humus aufbauen und dadurch eben CO2 speichern. Und wie auch bei unserem Moor-Projekt wird hier der Boden vor allen Dingen als Kohlenstoffspeicher genutzt, und zwar in diesem Fall eben durch den Aufbau von Humus. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist Humus eigentlich? Humus ist der fruchtbare oberste Teil des Bodens und der baut sich über die Jahre aus zerfallenen Pflanzen, Wurzeln und Organismen auf und besteht da eben zu einem großen Teil aus Kohlenstoff. Und ein Teil von diesem Kohlenstoff, der dort gespeichert ist, war vorher als CO2 in der Luft. Die Frage ist natürlich, wie kommt dieser Kohlenstoff in den Boden? Und zwar ist es so, dass grüne Pflanzen eben neben Sonnenlicht und Wasser auch CO2 benötigen und das nehmen sie über Photosynthese aus der Luft und machen dann daraus Kohlenhydrate, Zucker und Proteine. Und diese Pflanzen, die das eben aufgenommen haben, sterben ab und dadurch landet dann dieser
Kohlenstoff im Boden und der Sauerstoff wird wieder in die Luft abgegeben. Das CO2, das die Pflanze eben aufgenommen hat, wird im Boden als Kohlenstoff gespeichert. Warum spielen Böden eine so wichtige Rolle im Klimaschutz? Ja, Böden spielen vor allem erstmal eine ganz wichtige Rolle, dass wenn wir sie weiter so schlecht behandeln, sie weiter CO2 ausgasen. Das ist der Fall bei den Mooren. Also die haben über Tausende von Jahren unfassbare Mengen CO2 aus der Luft geholt und als Kohlenstoff im Boden gespeichert. Und da ist es auch gut aufgehoben. Das sollte es auch da drin bleiben. Aber was wir machen, wir entwässern diese Böden typischerweise. Dadurch wird es zugänglich für den Sauerstoff und der macht daraus wieder Kohlenstoffdioxid. Beim Humusprojekt ist die Idee, ob wir eine veränderte Landwirtschaft initiieren können, die nicht so wie jetzt den Boden die ganze Zeit offenlegt und der wiederum dem Sauerstoff freigibt und so, dass daraus wieder CO2 wird, sondern dass da vielleicht aktiv CO2 aus der Luft gespeichert wird. Das ist ein spannendes Projekt, da ist noch viel Forschung notwendig, aber wir wollten mal reingehen, um ein Leuchtturmprojekt zu machen, um auch die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf das Thema zu gehen. Wie gehen wir mit unseren Böden um? Ist das eigentlich cool so oder sollten wir ein bisschen nachdenken? Mit dem Moor wollten wir diese massive Emission verhindern durch Wiedervernässen und mit dem Humusprojekt haben wir den Traum, dass nicht nur die Emission gestoppt wird, sondern vielleicht sogar auch noch eine Senke entsteht durch anderes Wirtschaften mit den Böden. Wie wurde das Projekt ausgewählt? Wenn wir Klimaschutzprojekte für die Überlebensversicherung auswählen, da achten wir auf bestimmte Kriterien. Und zwar haben wir uns eine interiore Kriterien-Checkliste sozusagen erstellt und wir achten dann darauf, dass die Projekte, die wir auswählen, eben möglichst viele von diesen Kriterien erfüllen. Da ist es uns zum Beispiel wichtig, dass Projekte zertifiziert sind und dass wir dann auch mit professionellen und glaubwürdigen Partnern zusammenarbeiten. Wenn wir die Wahl dafür haben und es das Angebot gibt, nehmen wir außerdem gerne Projekte, die lokal sind und dadurch auch greifbarer für unsere Mitarbeitenden, die Idealos werden. Und was wir zum Beispiel jetzt diesen Sommer dadurch auch planen können, durch dieses neue Humusprojekt, ist, dass wir einen der LandwirtInnen besuchen wollen, die uns dann den Humusaufbau vor Ort zeigen und dass wir das einfach vor Ort auch mitbekommen können. Warum ist es so gut, dass CO2 direkt im Boden gespeichert wird? Grundsätzlich kann man da unterscheiden bei Klimaschutzprojekten in zwei verschiedenen Arten von Projekten. Zum einen gibt es CO2-Vermeidungsprojekte und Projekte, die für eine CO2-Entnahme sorgen. Bei CO2-Vermeidungsprojekten geht es darum, dass zum Beispiel durch die Nutzung von erneuerbaren Energien CO2-Ausstoß, der sonst passiert wäre, vermieden wird. Bei den anderen Projekten, den CO2-Entnahmeprojekten, geht es vor allen Dingen darum, dass schon entstandenes CO2 in der Atmosphäre wieder aus der Luft geholt wird und dauerhaft weggespeichert wird. Dafür gibt es technische und auch natürliche Möglichkeiten und Böden sind eben eine dieser natürlichen Möglichkeiten. Klimakompensationsprojekte stehen immer häufiger in der Kritik. Ist diese Kritik angebracht und warum machen wir das trotzdem? Das stimmt, die Kompensation von CO2-Emissionen kann und sollte man auch auf jeden Fall kritisch sehen. Denn wenn Unternehmen ihre CO2-Emissionen kompensieren, kann es dazu führen, dass sie sich darauf ausruhen und eben nicht mehr motiviert sind, die Emissionen auch zu reduzieren. Die Reduktion sollte nämlich immer der erste Schritt sein und der wichtigste Schritt, der da auch verfolgt wird. Deswegen ist es wichtig, dass Kompensation immer nur ein Baustein zu einer ganzheitlichen Klimastrategie sein sollte. Und im Falle der Überlebensversicherung ist es so, dass diese eben ein zusätzliches Projekt ist, das wir neben unseren anderen Klimaaktivitäten umsetzen. Das ist sozusagen ein On-Top-Projekt. Und zusätzlich zu der Kompensation von 50% der Emissionen aller Idealos motivieren wir sie auch dazu, die anderen 50% weiter zu reduzieren. Dafür haben wir zum Beispiel das Idealo Green Team, die verschiedene Aktionen umsetzen, um einerseits Awareness zu schaffen und andererseits auch Mitarbeitende aktiv einladen, selbst aktiv zu werden und selbst Maßnahmen umzusetzen, die ihren CO2-Fußabdruck dann weiter reduzieren. Warum heißt es Überlebensversicherung? Naja, wir übernehmen ja die Kosten der Überlebensversicherung zu 50% für unsere Mitarbeiter, für deren individuellen Footprint. Und inspiriert ist der Name aus der Rentenversicherung. Ja. Da zahlen wir auch als Arbeitgeber 50% ein und das Ergebnis ist, der Mitarbeiter kriegt eine Rente. Hier in dem Fall ist, wir zahlen 50% ein, um den Fußabdruck zu kompensieren. Das Ergebnis ist, der Mitarbeiter und dessen Kindeskinder werden überleben. Daher der Name.
Wenn andere Unternehmen Interesse haben, ein ähnliches Projekt wie unsere Überlebensversicherung umzusetzen, dann können Sie sich sehr, sehr gerne an das Idealo Sustainability Team wenden. Wir freuen uns sehr, mit anderen darüber zu sprechen und unsere Erfahrungen hinsichtlich des Prozesses oder auch der Projekte zu teilen. Also meldet euch sehr gerne bei uns unter sustainability@idealo.de.